Sehr geehrte Zuschauer, unser Thema heute Fiqh al-Aqalliyat al-Muslima, das islamische Recht für muslimische Minderheiten. Dieser Rechtszweig umfasst Normen und Vorschriften für muslimische Minderheiten in nicht-islamischen Gesellschaften wie der deutschen, um ihnen ein möglichst einfaches und zugleich islamisch legitimiertes Leben dort zu ermöglichen. Der von der Al-Azhar promovierte ägyptische Gelehrte Yusuf al-Qaradawi kann als die prominenteste und wichtigste Figur dieses Rechtszweigs in unserer heutigen Zeit genannt werden. Er ist Mitbegründer vom Europäischen Rat für Fatwa und Forschung in London, mit großem Einfluss auf das Denken der Islamvertreter in Deutschland und Europa. Unter der Überschrift Notwendigkeit der islamischen Präsenz im Westen schreibt er: Die Muslime seien eine Gemeinschaft mit einer weltweiten Botschaft. Die Präsenz im Westen sei wichtig, weil der Westen heutzutage zweifellos eine Führungsrolle in der Welt hat. Wenn der Islam im Westen keine starke Präsenz hätte, so wären die Muslime verpflichtet, ihre Heimatländer in diese Führungsrolle zu bringen, damit sie ihre Interessen sichern und weltweit für den Islam missionieren können. Al-Qaradawi sieht wohl keine realistische Chance, dass die islamischen Länder den Vorsprung des Westens aufholen können. Daher stellt er die Ausbreitung der islamischen Präsenz im Westen als alternativlos dar. Daher sei es nicht erlaubt, dass die Muslime zulassen, dass dieser starke und einflussreiche Westen nur von den Juden unterwandert und für ihre Interessen instrumentalisiert werde und die Muslime ihnen das Feld überlassen. Dies ist für Qaradawi das wichtigste Argument gegen einige salafistische Gelehrten, die sehr strenge Bedingungen für den dauerhaften Aufenthalt eines Muslim in einem nicht-islamischen Land aufstellen. Würde man nämlich die Präsenz der Muslime in nicht-islamischen Ländern verbieten, so Al-Qaradawi, würde man in der islamischen Missionsarbeit, die verpflichtend ist für die muslimische Gemeinschaft, nicht erfüllen können. Zusammengefasst dient die Präsenz von Muslimen im Westen also zwei Zielen. Erstens, Unterwandern der starken nicht-islamischen Gesellschaften, um Macht zu erlangen, die man in den eigenen abgehängten Ländern im Konkurrenzkampf mit dem Westen nicht erreichen würde. Zweitens, die islamische Missionsarbeit im Westen ermöglichen und ausbauen. Das sind die Kernaussagen von Al-Qaradawi. Dann listet er Ziele des Minderheitenrechts für Muslime auf. Dazu zählen die Missionsarbeit unter den Ungläubigen wieder. Dann die Aufklärung der muslimischen Minderheiten über die Möglichkeiten innerhalb des Grundgesetzes der nicht-islamischen Länder kompromisslos islamische Interessen durchzusetzen. Weiterhin die Erleichterung eines islamisch anerkannten Lebens, das ihnen das Leben nicht erschwert, sondern leicht macht und sie handlungsfähig und aktiv in der Gesellschaft werden lässt, um diese umgestalten zu können im islamischen Sinne. Ein wichtiges Prinzip für ihn ist die schrittweise Etablierung der vollendeten islamischen Rechtsordnung. So sei das islamische Gesetz durch Mohammed auch stückweise den Menschen mitgeteilt worden. Mohammed fing mit der Glaubens- und Tugendlehre an und erst viel später wurde die Politik islamisch geregelt. Muslime in nicht-islamischen Gesellschaften sollen also stückweise zur vollendeten islamischen Gesetzgebung geführt werden, nach dem Vorbild des Propheten Mohammeds. Unter seinen praktischen Anleitungen nennt er die Verbreitung eines toleranten Umgangs mit den Anhängern anderer Religionen.
Ein paar Zeilen weiter sagt er dann, dass in einem barmherzigen, freundlichen und toleranten Umgang mit den Christen und Juden kein Widerspruch stecke, solange der Muslim sich bewusst sei, dass es sich um Ungläubige handelt, die irregeleitet seien. Dann beantwortet er die Frage, ob es legal sei, die islamische Pflichtsteuer, az-Zakah, für den Bau von islamischen Zentren zu verwenden. Er sagt, dass die Mehrheit der Gelehrten die Meinung vertrete, dass die Zakah, die Pflichtsteuer, eine der 5 Säulen des Islams, nur für den Dschihad, den Kampf für Allahs Sache, verwendet werden darf. Im Koran steht sie nämlich immer im Kontext mit den Worten Fi sabilillah, auf dem Pfad Allahs, womit der Dschihad gemeint sei. Al-Qaradawis Meinung nach herrscht ein geistiger Kampf mit den Ungläubigen und er schreibt, ohne Zweifel ist die Einrichtung von Zentren in westlichen Ländern ein Aspekt des islamischen Dschihad unserer Zeit. Es ist der Dschihad mit der Zunge, dem Stift, der Missionierung und der Erziehung. Und diese Art des Dschihad ist heutzutage unerlässlich zur Bekämpfung der Angriffe der islamfeindlichen Mächte. Und die islamischen Zentren seien eine Festung zur Verteidigung des Islams. Zur Frage, ob ein Muslim eine Christin oder Jüdin heiraten dürfe, stellt er grundsätzlich eine Erlaubnis in seiner Fatwa aus, setzt aber mehrere Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Erstens, die Frau muss wirklich gläubig sein. Zweitens, sie muss eine Jungfrau sein, sich keusch verhalten und sich von Männern fernhalten. Drittens, sie darf nicht von einem Volk stammen, das die Muslime bekämpft und ihnen feindlich eingestellt ist. Viertens, es darf kein Schaden damit angerichtet werden, wie zum Beispiel, dass muslimische Frauen keinen Mann mehr finden, da diese ja nur muslimische Männer heiraten dürfen. Dann schreibt er, die christliche oder jüdische Frau muss sich im Status der Beeinflussten befinden, nicht der Beeinflussenden. Sie muss passiv sein, nicht aktiv. Und von ihr wird erwartet und ihr wird gewünscht, dass sie mit Glauben und Tat in den Islam konvertiert. Wenn sie auch nicht in den Islam eintritt, was ihr Recht ist, denn es gibt keinen Zwang in der Religion, so tritt sie in Wirklichkeit doch in den Islam ein. In dem Sinne, dass sie bestimmte Traditionen und gesellschaftliche Verhaltensweisen annimmt. Das heißt, dass sie sich mit ihrem Verhalten in die islamische Gesellschaft einordnet, wenn auch nicht mit ihrem Glauben. In einer anderen Fatwa antwortet er auf die Frage, ob ein Muslim von nicht-muslimischen Eltern erben darf. Einleitend stellt er die Meinung der Mehrheit der Gelehrten dar, nach der Muslime und Nicht-Muslime nicht gegenseitig voneinander erben dürfen. Dann führt er aber eine Erzählung aus der frühen Entstehungsgeschichte des Islam an, in der von 3 Brüdern die Rede ist. Einer ist Muslim, der andere Jude und der dritte ein Ungläubiger, ein Käfer. Der Ungläubige ist gestorben und es stellt sich die Frage, ob der Muslim von seinem ungläubigen, gestorbenen Bruder erben darf. Das durfte er. Die Begründung basierte auf dem folgenden Hadith. Der Islam vermehrt und mindert nicht. In diesem Falle vermehrt er also das Vermögen des Muslim und darf nicht Grund dafür sein, dass der Muslim gegenüber einem Nicht-Muslim, in diesem Falle dem erbenden Juden, benachteiligt wird. So sei es ja auch in der Heiratsfrage, führt Al-Qaradawi aus. Wir dürfen ihre Frauen heiraten, sie aber nicht unsere. So dürfen auch wir von ihnen erben, sie aber nicht von uns.
Muslime sollten also nicht zulassen, dass Geld in die Hände der Ungläubigen gelangt, wenn sie es unter Ausnutzung der bestehenden Gesetze der Ungläubigen selbst verhindern können. Diese Beispiele geben, so hoffe ich, schon einen guten Eindruck, in welche Richtung auch Gelehrte der Al-Azhar-Universität in Ägypten die Muslime im Westen ausrichten. Häufig wird es so dargestellt, als wenn nur die salafistischen Gelehrten aus Saudi-Arabien ein problematisches Islamverständnis hätten. Hier aber haben wir nun mit Al-Qaradawi eine ägyptisch-azharitische Sicht zur Strategie der Platzierung von Muslimen in den Westen und ihre Ziele betrachtet. Das Endziel ist für die sogenannten gemäßigten sunnitischen Muslime das gleiche wie für sogenannte fundamentalistische Muslime. Es ist die Islamisierung der ganzen Welt. Die für legitim gehaltenen Mittel und Wege mögen sich im Detail unterscheiden, das Ziel aber ist das gleiche. Natürlich dürfen wir nicht allen Muslimen unterstellen, dass sie diese Ziele verfolgen und eine Unterwanderung der Gesellschaft beabsichtigen würden. Es ist nicht so, dass sie Traktate wie diese von Qaradawi gelesen hätten und daraufhin bewusst in den Westen kommen würden, um diese Strategie umzusetzen. Aber ich glaube, dass Qaradawi eine Entwicklung beschrieben hat, die sich erfüllen könnte durch das Zusammentreffen von Umständen und der tiefen Prägung vieler Muslime, im Grunde doch die beste Gemeinschaft zu sein, die der Welt nur einen Gefallen tun würde, wenn sie sich islamisieren ließe. Diese werden von Organisationen wie dem Zentralrat der Muslime strukturell unterstützt, die ganz sicher diese Traktate kennen oder zumindest in ihrem Geiste handeln und ihre Ziele verfolgen. Auf Wiedersehen.